Heute bei den Late News verlor in Hannover ein 94-jähriger Mann die Kontrolle über sein Auto und fuhr mitten in die Leichenhalle eines Friedhofes. Der 94-Jährige blieb dabei zum Glück unverletzt, während sein Auto einen Totalschaden hatte. Und eigentlich hätte es nur eine kleine Ordnungswidrigkeit für den Mann gegeben, hätte nicht die Polizei von Hannover mehrere Leichen unter seinem Auto entdeckt. Nun droht dem 94-Jährigen eine 140-fache Mordanklage, wobei aktuell im Umfeld der Leichenhalle immer weitere Opfer entdeckt werden. Hannover halt. Noch mehr gleich bei News. Hier ist Jerusalem mit den aktuellen Late News aus dieser und der nächsten Welt. Natürlich heute Abend, wie immer mit mir, Florian Strehlert. Und selbstverständlich bin ich heute Abend wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Late News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Kapstadt oder wie aus Bielefeld oder zumindest vielleicht. Aber kommen wir zuvorerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten aus der Heimat und schauen nach Berlin. Gerade in der letzten und vorletzten und vorvorletzten Corona-Krise war es beliebt, die Zeit zu Hause zu nutzen, um mal wieder für etwas Ordnung im Kleiderschrank zu sorgen. Dabei hatten nur viele vergessen, dass genau diese Unordnung der eigentliche Grund dafür war, warum die billigen Poco-Domäne-Schränke nicht schon vor Jahren zusammengebrochen sind. Denn oftmals sind die Berge an viel zu kleinen T-Shirts, bei denen man immer davon ausging, dass man wieder in diese hineinwächst, tragende Säulen in den Schränken geworden. Nur ohne diese brachen die Schränke schnell zusammen und begruben viele Marikundus unter sich. Oder Menschen wie Norbert Asprion begannen, in ihren Fitness-Apps Tierbilder in die Gegend zu laufen. Und selbst das Coronavirus ließ es sich nicht nehmen, an diesen Spaß mitzumachen, wie hier. Oder auch hier? Vermutlich hat es dabei immer Karl Lauterbach gejagt. Oder wurde selber von Christian Drosten gejagt. Oder beides gleichzeitig. Währenddessen in Meißen. Eine meiner persönlich größten Leidenschaften ist es, nicht nur einmal im Monat zusammen mit der Elite bei einer Menschenjagd Querdenker und Reichsbürger zu jagen, wobei deren Köpfe echt nicht gut an der Wand aussehen, sondern das Sammeln von Porzellan-Teesets. Denn ein feinen Earl Grey sollte man nicht aus einer ollen Kaffeetasse genießen, deren Patina dicker ist als Peter Altmaier, sondern dieser Tee entfaltet seine komplette Geschmacksvielfalt erst in einer hochwertigen Porzellan-Teetasse. Dementsprechend war ich überrascht, als ein Turnschuh, der aus einer Kooperation zwischen dem Sportartikelhersteller Adidas und der Porzellanmanufaktur Meißen entstanden war, bei Sotheby's für mehr als 100.000 € versteigert wurde. Nur zum Vergleich, ein von Michael Jordan selber getragener Air Jordan 1 hatte dagegen über 500.000 € eingebracht. Und das, obwohl er einen Glassplitter in der Sohle hatte, was wiederum erklärte, warum Michael Jordan mehr Zeit in der Luft verbrachte als am Boden. Derweil in Beijing. Wenn man es genau nimmt, dann gibt es auf der Welt aktuell nur 3 Großmächte, nämlich die USA, China und leider nicht verwunderlich Günther Jauch. Und warum ist Günther Jauch auch in diesem Ranking dabei? Weil es keine Sendung auf dieser Welt gibt, die Günther Jauch nicht schon moderierte oder aktuell in seinem geheimen Bunker unter dem Wannsee produziert hat. Und das gibt ihm mehr Macht als dem Papst. Denn der kann so lange zu Gott sprechen, wie er will. Am Ende entscheidet immer noch Günther Jauch, wer beim Masked Singer weitermachen darf oder nicht. Und damit hat er de facto gottähnliche Macht, die auch gerne China hätte, das wieder mehrere militärische Übungen im chinesischen Meer ankündigte, bei dem erneut Holzrepliken amerikanischer Flugzeugträger als Zielscheiben dienen. Das ist total unfair, intervenierte nun der US-Präsident Joe Biden, dass deren Repliken unter Beschuss nicht schneller untergehen als unsere Originale, wenn sie nur im Hafen liegen. Unterdessen in Essex. Bevor ich einer der erfolgreichsten Manager der Fußball-Bundesliga wurde, dessen Team nie in der Bundesliga überhaupt gespielt hatte, war ich ein ziemlich mittelmäßiger Verteidiger bei Energie Cottbus.
So mittelmäßig, dass ich mehr als 100 Bundesligaspiele gemacht habe, ohne dabei auch nur ein einziges Tor geschossen oder auch nur verhindert zu haben. Aber ich hatte es nie in diesen Spielen erlebt, dass mal etwas anderes als Bierbecher auf das Spielfeld geworfen wurden. Wobei wir damals immer versuchten, die Bierbecher aufzufangen, da die meisten noch voll mit Bier waren. So hatten wir etwas zu trinken und konnten die eine oder andere Mark mit dem Pfand der Bierbecher verdienen. Aber von einer Rakete getroffen zu werden während des Spiels kannte ich bis dato noch nicht. Selbiges ist jedoch einem Spieler beim Spiel von #United und Concord Rangers FC in Essex passiert. Selbstverständlich hat sich Elon Musk deswegen sofort gemeldet und sorry gesagt. Aber schalten wir jetzt noch einmal schnell zum Wetter und unserem Wetterkorrespondenten Froschi Filmstart mit der aktuellen Wettervorhersage für die nächsten 3 Tage. Danke Froschi Filmstart, und immerhin bedeutet diese Wettervorhersage, dass in den nächsten Tagen in vielen Kinos die Klimaanlage kaputt sein wird und man nun endlich viele Filme so sehen kann, wie es sich der Regisseur gedacht hatte. Total verschwitzt und mit so viel salzigem Schweiß in den Augen, dass man bei den CGI-Effekten sparen konnte, da so selbst der Auftritt von Arnold Schwarzenegger als Terminator 2022 aussieht wie einst 1984. Und der sah damals ohne Schweiß in den Augen schon scheiße aus. Also ein fast normaler Juli in deutschen Kinos. Das waren die Late News, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Dienstag dann zu einer neuen Ausgabe von Das Problem mit. Selbstverständlich weiterhin aus Jerusalem. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.